Hallo meine Freunde, hola Madridistas, es ist soweit. Heute spielen alle unsere Nationalspieler ihr letztes Länderspiel vor der WM. Wir schauen uns natürlich an, was da los ist, aber von diesen ganzen Spielen sticht eins heraus. Der einzige Spieler, für den es wirklich um etwas geht heute Abend, ist Arda Güler. Die Türkei spielt heute um 20:45 Uhr das Finale der WM-Qualifikation im Kosovo. Sollte die Türkei das gewinnen, ist Arda Güler bei der WM. Und natürlich gibt es heute Abend eine Watchparty. Wir schauen uns an, ob Arda Güler das schafft und das Ganze mit einer Weltpremiere auf meinem Kanal. Ich freue mich riesig. Wenn du wissen willst, um was es sich handelt, bleib bis zum Ende dieses Videos dran. Wir unterhalten uns in diesem Video natürlich über die Länderspiele, aber wir unterhalten uns auch über die Aktualität und die Zukunft von Real Madrid. Ich habe für euch Themen rund um Fran Garcia, Kylian Mbappé, aber der Vorstand von Real Madrid hat anscheinend eine Entscheidung getroffen. Wie sieht die Zukunft aus von Nico Paz, von Endrick und von Victor Munoz. All das und viel mehr in diesem Video. Viel Spaß dabei. Ja, starten wir dieses Video mit einem Blick nach gestern. Gestern hat die deutsche Nationalmannschaft mit Antonio Rüdiger gegen Ghana gespielt und 2:1 gewonnen. Für uns als Madridistas ist interessant, was hat Antonio Rüdiger gemacht? Tony Abi hat die zweite Halbzeit gespielt, ist zur Halbzeit eingewechselt worden. Er hat sich nicht verletzt und ist auf dem Weg zurück nach Madrid. Nico Schlotterbeck hat seinerseits ein sehr interessantes Interview nach dem Spiel gegeben. Aber das würde den Rahmen dieses Videos sprengen, können wir uns die nächsten Tage unterhalten. Er hat gesagt, seine Verlängerung mit Dortmund ist noch lange nicht durch. Ja, wir kümmern uns aber jetzt erstmal um Spieler, die schon bei Real Madrid sind. Und ich blende euch die Länderspiele ein, die heute für uns interessant sind. Und ich muss das Ganze noch einmal aktualisieren. Ganz oben um 18 Uhr fehlt doch die U19 von Spanien. Thiago Pitach spielt mit der U19 von Spanien heute gegen die Niederlande. Sollte Spanien gewinnen, ist die U19 bei der EM dabei. Deshalb hat ein Pitach sich auch entschieden, nicht bei der U21 mitzuspielen. Auch da war er eingeladen. Er wollte der U19 helfen bei der EM-Quali. Ja, danach die U21 um 19 Uhr auch gegen den Kosovo mit Gonzalo Garcia im Sturm. Letztens Mal hat er einen Doppelpack gemacht und einen Elfer verschossen, den er selber rausgeholt hatte, also fast ein Hattrick. Wir drücken ihm natürlich die Daumen, dass er weiter trifft. Dann 20 Uhr, Brahim mit Marokko gegen Paraguay, die marokkanische Zaubermaus. Wer das sehen möchte, heute 20 Uhr. 20:30 Uhr, Fede Valverde und Uruguay gegen Algerien. Fede hat letztens 90 Minuten gespielt, vielleicht kriegt er heute eine kleine Pause. Ich bin mir nicht sicher. Dann 20:45 Uhr. Ja, das Spiel, wofür wir uns heute Abend auf meinem Kanal treffen. Arda Güler gegen den Kosovo, die Türkei gegen den Kosovo. 20:45 Uhr auch Österreich gegen Südkorea. Wir werden beim Watchalong immer wieder natürlich auch auf die anderen Nationalspiele gucken. Immer schauen, was da los ist. Mal schauen, ob David Alaba heute Minuten bekommt. Die gleiche Frage steht bei Dienhausen. Auch Spanien spielt heute um 9 Uhr gegen Ägypten. Mal schauen, ob Dienhausen spielt und vor allem Victor Munoz. Wie gesagt, über den unterhalten wir uns gleich. Mastantuono und Argentinien spielen gegen Sambia und Vinicius spielt gegen Luka Modric. Heute um 2 Uhr morgens Brasilien gegen Kroatien. Viele von euch wundern sich, warum ist denn da jetzt nicht das Länderspiel von England dabei? Ganz einfach, ein Thomas Tuchel hat gestern gesagt, ein Jude Bellingham wird aus Sicherheitsgründen auch nicht am zweiten Länderspiel gegen Japan, war das glaube ich, teilnehmen. Und bei Real Madrid soll man darüber gar nicht erfreut sein. Es geht sich nicht darum, dass ein Bellingham nicht spielt. Im Gegenteil, ich glaube, Madrid ist da froh drüber, dass kein Verletzungsrisiko besteht etc. Oder dass ein Nationaltrainer sich um die Gesundheit des Spielers Sorgen macht. Ich glaube, das ist gar nicht das Problem. Real Madrid beschwert sich so ein bisschen, warum wurden Jude Bellingham überhaupt diese Reisestrapazen angetan? Wenn der Nationaltrainer doch gesagt hat,
der spielt sowieso in keinem der beiden Spiele. Warum sollte er sich in den Flieger setzen, bis nach England fliegen, da diese ganzen Trainingseinheiten, warum sollte er das überhaupt mitmachen? Der hätte doch in Madrid bleiben können, hätte ganz normal die Ernährung, die Trainingspläne, die Teamärzte von Madrid etc., der hätte direkt unter Álvaro Arbeloa trainieren können. Also Madrid ist darüber anscheinend ein bisschen erbost. Okay, Diarios schreibt, Real Madrid ist über Tuchels Umgang mit Bellingham ratlos. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Er blieb während des gesamten Spiels gegen Uruguay auf der Bank. Der deutsche Trainer erklärte, er wolle bei dem Spieler von Real Madrid kein Risiko eingehen. Ja, der Artikel geht noch ein bisschen weiter, dass Madrid der Vorstand sauer wäre und auf Thomas Tuchel etc. Ja, und ich würde das Ganze gar nicht so deep sehen. Ich schätze mal, Thomas Tuchel hat einen Bellingham mitgenommen, mein Verständnis, um zu sehen, ja, wie stellt er sich da an in der Gemeinschaft? Um teambildende Maßnahmen. Das ist die Truppe, die zusammen in 3 Monaten eine WM für England bestreiten möchte. Das wichtigste Turnier auf der Welt. Natürlich möchte er gucken, wie die Teamdynamiken sind, wie Bellingham persönlich im Umgang mit seinen Teamkameraden ist. Der macht da beim Mannschaftstraining mit, da sieht man auch seine Qualität. Im Gegenteil, also ich finde das sogar gut von Thomas Tuchel, dass er jetzt kein Risiko eingeht, dass er sich verletzt. Also wie gesagt, Real Madrid mag sauer sein, ich bin es nicht. Ja, wie gesagt, das zum Spiel England gegen, wenn ich mich nicht täusche, ist das Japan. Ja, dann jetzt zu einem Thema, für das ich gar kein Verständnis habe. Carlo Ancelotti gab gestern die Pressekonferenz vor dem Spiel heute gegen Kroatien. Er wurde ganz klar zu Vini gefragt und Carlo Ancelotti hat gesagt, Vini Junior wird heute spielen. Ich weiß nicht, ob er von Anfang an spielt. Ich weiß nicht, ob er die letzten 10 Minuten spielt. Ich bin ein bisschen enttäuscht von dem Carlo Ancelotti. Ich weiß nicht, warum da ein Risiko eingegangen werden sollte. Er sagt, Vini Junior ist wieder bei 100%. Ja, ich kann einfach nur die Daumen drücken. Wir alle sollten die Daumen drücken, dass Vini Junior nichts passiert. Vor allem gegen die Bayern, das ist ja so ein bisschen einer seiner Lieblingsgegner, brauchen wir einen topfitten Vini Junior. Trotz alledem, Carlo Ancelotti hat klargemacht, Vini Junior wird heute spielen. Ja, ein anderer Spieler, der ein Interview gegeben hat, bevor wir jetzt zu den Zukunftstalenten kommen, ist Kylian Mbappé. Der hat für die französische Nationalmannschaft ein Interview gegeben. Er wurde dabei insbesondere zu der Kritik an seiner Person gefragt. Kritik Nummer 1, der Umgang mit seiner Verletzung und natürlich auch Kritik Nummer 2, dass die Mannschaft besser spielt ohne ihn. Dann wurde er auch zu den Bayern gefragt und allgemein, wie fühlen die Madridistas Real Madrid? Ich fand seine Antworten sehr interessant. Also hören wir mal zu, was Kylian Mbappé gesagt hat. Wir haben über die Weltmeisterschaft gesprochen, aber davor gibt es natürlich noch dieses Ziel, das Saisonende mit Real Madrid. Die beste Art, in Schwung zu kommen, ist, alles mit Real zu gewinnen. Natürlich haben sie in Spanien ein bisschen Angst, dass ich nicht spiele. Sie denken, ich werde direkt zur Weltmeisterschaft kommen, aber das ist extrem wichtig. Wir sind immer noch in den beiden verbleibenden Wettbewerben dabei, der Liga und der Champions League. In der Champions League werden wir gegen eine starke Mannschaft spielen. Ich denke, das ist momentan die formstärkste Mannschaft Europas. Und ich glaube, wenn es ein Team gibt, das so eine Mannschaft schlagen kann, dann ist es Real Madrid. Abschließend sprachen sie gerade darüber, dass die Madrider Presse nicht besonders damit einverstanden war, sie öfter spielen zu sehen. Und sie waren darüber sogar etwas besorgt. Wie gehen Sie mit diesem sehr besonderen Umfeld um? In Spanien sind es Menschen, die sehr leidenschaftlich sind. Sie sind voller Leidenschaft. Für sie ist Real Madrid eine Religion. Und alles, was Real Madrid und mich betrifft, erzeugt eine Kombination, über die jeder spricht. Jeder versucht zu spekulieren, manchmal falsch, manchmal richtig. Aber so ist es nun mal. Wir müssen uns mit der Kritik auseinandersetzen. Bei Real Madrid wurde jeder kritisiert. Cristiano, Di Stefano, alle. Das stimmt. Ich sehe also keinen Grund, warum ich dieser Kritik entgehen sollte. Aber man muss ruhig bleiben, sich auf seinen Beruf konzentrieren und auch das Selbstvertrauen haben zu sagen, ich weiß, dass ich meine Situation immer noch auf dem Platz verbessern kann. Ja, er hat sich am Anfang so ein bisschen darüber lustig gemacht, dass in Spanien ja das Gerücht verbreitet wurde oder die Information, dass er bis zur WM kein Spiel mehr für Madrid spielen wird. Und er hat gesagt, das könnte nicht weiter weg von der Wahrheit sein. Er möchte die Liga gewinnen, er möchte die Champions League gewinnen. Die beste Vorbereitung für eine WM ist es, topfit aus der Liga zu kommen. Hat er natürlich recht. Matchfitness, die brauchst du. Und in Champions League Finale, Ligaspielen etc., da holst du dir natürlich die Matchfitness, die du brauchst. Also hat er natürlich absolut recht. Grund Nummer 2 oder Antwort Nummer 2 gegen die Bayern. Ich finde, er hat recht. Die Bayern und Arsenal sind zurzeit die formstärksten Mannschaften Europas.
Aber wenn es eine Mannschaft schaffen kann, ihr habt gehört, was ein Kylian Mbappé gesagt hat. Und natürlich Grund Nummer 3, er hat den Madridismo schon verstanden. Real Madrid ist für uns eine Religion. Das ist keine Fußballmannschaft, das ist eine Art zu leben. Ja, und ich finde gut, dass er das verstanden hat. Er hat natürlich auch recht, bei Real Madrid wurden die größten Fußballer aller Zeiten kritisiert. Die Stefano und Cristiano Ronaldo, Pfiffe gegen Zidane, ich kann mich an alles erinnern. Also warum sollte ein Kylian Mbappé verschont bleiben? Hat er recht. Ich möchte aber, dass er genauso souverän, wie er vor den Kameras ist, dass er genauso souverän auf dem Fußballplatz aufläuft und dass er vor allem sich zerreißt. Wenn er den Madridismo verstanden hat, wenn er verstanden hat, worum es uns geht, dann ist es nicht, dass du am Ende der Saison 60 Tore hast. Schön und gut, du bist der beste Fußballer der Welt. Uns geht aber darum, dass du dich für dieses Trikot, für dieses Wappen zerreißt. Bis zur letzten Minute. Dass du als Leader vorangehst und den Verteidiger hinterherläufst. Bis zu deinem eigenen 16er. Das macht ein Harry Kane auch und der macht trotzdem noch seine 60 Tore. Dann kannst du, Kylian Mbappé, das auch machen. Ja. Wie gesagt, das ist meine Meinung. Zurzeit haben wir eine funktionierende Mannschaft. Ein Kylian Mbappé und ein Jude Bellingham, wenn die zurück in diese Mannschaft wollen, müssen die mindestens genauso viel Laufbereitschaft, genauso viel Willen zeigen, wie alle anderen Spieler auch. Ja, und bei wem da kein Zweifel besteht, meiner Meinung nach, Spieler, die sich für Real Madrid zerreißen würden, sind meiner Meinung nach Nico Paz, Victor Munoz und Endrick. Ja, die Spieler, die in aller Munde sind, die zu 50% noch Real Madrid gehören oder zu 100%, wie bei einem Endrick, der nur verliehen wurde. Ja, und Real Madrid hat anscheinend eine Entscheidung getroffen, wie sie mit diesen Spielern umgehen wollen. Hören wir uns da die Information zusammen einmal an. Weitere Fragen: Wie würde eine mögliche Rückkehr von Victor Munoz zu Real Madrid aussehen? Welche Klauseln und Bedingungen gelten für eine Rückkehr eines Spielers von Osasuna, der eine herausragende Saison spielt und bereits sein Debüt in der Nationalmannschaft gegeben hat? Javier Regin, wir hören Ihnen ruhig zu. Guten Tag. Hallo Paco. Osasuna verpflichtete Victor Munoz im vergangenen Sommer für 5 Millionen Euro für die nächsten 5 Spielzeiten bis 2030 mit einer Ausstiegsklausel von 40 Millionen Euro. Real Madrid behielt die Hälfte seiner wirtschaftlichen Rechte und die Option, ihn am Ende dieser Saison für 8 Millionen, in der nächsten Saison für 9 Millionen und im Jahr 2028 für 10 Millionen zurückzukaufen. Die großartige Saison des katalanischen Flügelspielers blieb kaum jemandem verborgen. 6 Tore und 4 Vorlagen in 31 Spielen für Osasuna in Liga und Pokal, in seiner ersten Saison in der Primera División. Jetzt, nach seinem starken Debüt in der spanischen Nationalmannschaft, bei dem er ein Tor erzielte und bereits als Kandidat für die WM gehandelt wird, ist er mit 22 Jahren einer der Fußballer der Stunde. Bis jetzt steht ihm das Rot, sowohl bei Osasuna als auch in der Nationalmannschaft, sehr gut. Wir werden sehen, ob er in Zukunft wieder zum Weiß zurückkehrt. Man sagt mir, dass Victor zum Weiß zurückkehren wird. Und Nico Paz auch. Und Endrick ebenso. Alle 3 werden die nächste Saisonvorbereitung mit Real Madrid absolvieren. Dann wird man sehen, was passiert, aber es sind 3 Spieler, die die Möglichkeit haben werden, die nächste Saison im weißen Trikot zu beginnen. Vielleicht ist für alle 3 kein Platz, aber alle 3 wären für Real Madrid eine perfekte Geschäftsoption, falls sie keinen Platz im Kader finden. Ja, ihr habt die Information selber gehört. Laut deren Quellen möchte Real Madrid oder hat die Entscheidung getroffen, Victor Munoz, Nico Paz und Endrick sowieso kommen zurück und sollen die Vorbereitung mit Real Madrid machen und sollen sich den Platz auf dem Feld verdienen. Genau wie ein Álvaro Arbeloa das bis jetzt handelt. Du verdienst dir die Minuten auf dem Platz. Und viele von uns denken, wo sollen denn diese Jungs überhaupt spielen? Wir haben jetzt schon einen vollen Kader. Ich habe für euch jetzt mal dieses Bild vorbereitet. Da seht ihr die Neuzugänge von Real Madrid. Neuzugänge. Wir hätten einmal Victor Munoz, wir hätten einmal Nico Paz. Thiago Pitac ist zwar jetzt schon da, aber als vollwertiger Spieler für den gesamten Kader nehme ich ihn einfach mal unter Neuzugänge dazu und Endrick. Darunter habe ich die potenziellen Abgänge. Links Rodrigo, versteht mich da nicht falsch, der wird nicht verkauft. Der bleibt bei Real Madrid, aber mit dem kannst du ja nächste Saison nicht rechnen. Also sein Platz muss neu besetzt werden. Der ist ja erst wenn denn überhaupt am Ende der Saison, kann er vielleicht ein paar Minuten machen. Bis der wieder topfit ist, reden wir wahrscheinlich schon über die Saison danach. Dann ein Franco Mastantuono, laut Quellen aus spanischen Zeitungen etc. plant Real Madrid eine Ausleihe.
so wie sie das mit einem Endrick gemacht haben, ohne jegliche Option auf Verkauf oder irgendwas, nicht, dass sie 50% des Spielers verkaufen oder nein, eine reine Ausleihe, damit er die Spielminuten bekommt, die er bei Real Madrid zurzeit nicht bekommt. Und ich persönlich finde, das ist, glaube ich, eine gute Idee. Dieser Junge hat so viel Potenzial, der soll nicht auf der Bank, vor sich hin lungern. Der soll irgendwo Fußball spielen und seinen Fußball wiederfinden, der ihn nach Real Madrid gebracht hat. Dann haben wir einen Brahim. Die Gerüchte, die streuen sich immer wilder. Dortmund war an ihm interessiert, Arsenal soll an ihm interessiert sein. Ja, Brahim ist ein möglicher Verkaufskandidat, der eventuell ausfallen könnte. Ein Name, der wohl immer gewisser wird, dass er Real Madrid verlassen wird. Es würde mir mein Herz brechen, aber immer wieder wird der Name Eduardo Camavinga als möglicher Abgang gehandelt. Ein Eduardo Camavinga war unter keinem Trainer richtiger Stammspieler bei Real Madrid. Immer wenn er kurz davor war, sich einen Platz zu erspielen, kamen dann auch die Verletzungen dazu, die ihn immer wieder nach hinten geworfen haben. Auch bei der französischen Nationalmannschaft. So wie es aussieht, muss er um seinen WM-Platz zittern. Eduardo Camavinga, immer deutlicher einer der Verkaufskandidaten von Real Madrid. Und ganz rechts, Verkaufskandidat Nummer 1, Dani Ceballos. Der wird seit gefühlt 7 Jahren jeden Sommer verkauft, aber diesen Sommer soll es endgültig sein. So berichtet auch Marca und AS. Er soll diesen Sommer definitiv Real Madrid verlassen. Auch er hat sich nie wirklich durchgesetzt. Auch ihn haben die Verletzungen immer wieder zurückgeworfen. Ja, und wenn man das sieht, dann bin ich schon der Meinung, dass alle 4 oben Platz hätten im neuen Kader von Real Madrid. Und ich bin ganz ehrlich, wenn ich die Namen da oben lese, alle 4, das wächst in mir eine unglaubliche Illusion. Der Feuer, den ich im Madridismo sehen möchte. Spieler, die sich für Real Madrid zerreißen, die für jede Minute alles geben. Nicht dieser langweilige Fußball, den wir die letzten 1,5 Jahre gesehen haben, sondern junge Stars aus der Welt des Fußballs, die den großen Stars ihre Plätze streitig machen wollen. Ja, und ich glaube, das ist das Feuer, was Real Madrid, was die Kabine wieder braucht. Vor allem, wenn die Spieler alle wissen, verdammt nochmal, da ist ein Álvaro Arbeloa auf der Bank. Der setzt auch auf junge Talente. Da kann ein Thiago Pitarch mal eben einen Camavinga den Platz wegnehmen, etc. Ja, ich glaube, das weckt dann auch nochmal den Wettbewerbsdruck für diejenigen, die sich die letzten 1,5 Jahre zu sehr auf ihren Namen ausgeruht haben. Ja, das ist meine persönliche Meinung. Und meine Frage an dich ist jetzt, was sagst du zu diesem Video? Was sagt ihr zu den Aussagen von Kylian Mbappé? Was sagt ihr zu Tuchel und Bellingham? Was sagt ihr zu den Zukunftsplänen von Real Madrid? Lasst eure Meinung dazu bitte in den Kommentaren. Wenn ihr schon mal da seid, liked dieses Video, hypt dieses Video. Wer noch kein Follow da gelassen hat, bitte drückt drauf. Das unterstützt den Kanal ungemein. Und bevor wir uns heute Abend wiedersehen, jetzt wie versprochen, der Teaser zu der Weltpremiere, die ihr heute Abend auf meinem Watchalong sehen werdet. Ala Madrid! Barış taşır topu savunma erir. Mert pası atar Kerem indir.